Ich will die Szene gar nicht komplett runterdissen. Das ist das, woher ich komme. Aber warum sollte ich aus Prinzip immer das machen, womit ich angefangen habe? Es langweilt mich zu Tode. Ich habe so gemerkt, ich fühle mich damit nicht mehr cool zu sagen, yo Leute, ich bin Pressluft-Hanna. Heute zu Gast ist eine Rapperin, die sich definitiv in keine Schublade stecken lässt. PLH hat die Szene in den letzten Jahren nämlich schon ganz schön aufgerüttelt und ich finde es super spannend, dass wir ihr gerade dabei zusehen können, wie sie sich neu erfindet und ihre Stimme findet. Anlass genug, um mit ihr über Haltung, Shady Deals, Weiterentwicklung, hängengebliebene Rapper und den guten alten Generationskonflikt und der Frage, ob es den einen Rap-Gedanken überhaupt noch gibt, zu sprechen. Außerdem geht es natürlich auch um ihr neues Album. Wir haben uns also zu einem Live-Podcast auf der Breminale in ihrer Wahlheimat Bremen getroffen und ich freue mich riesig, dass ihr das Gespräch jetzt endlich nachhören könnt. Also viel Spaß mit PLH bei Hip-Hop lebt. Bremen, was geht? Schön, dass ihr da seid. Macht mal kurz Lärm, dass wir uns auch hören. Auf Bremen ist Verlass. Ich wusste, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Ich bin Julia Gröschel und mit meinem Podcast Hip-Hop lebt werfe ich regelmäßig einen authentischen Blick auf die Musikszene und verbinde Musik, Business und persönliche Geschichten. Und wir sind heute hier, um ein bisschen über Hip-Hop zu quatschen und mein heutiger Gast hat eine Menge zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, heißt mit mir herzlich willkommen, Untergrund-Rap-Legende, jetzt schon, und Lokalpatriotin PLH. Danke, schön, dass ihr da seid und danke für die Einladung. Genau, nicht wundern hier, wir nehmen das auf jeden Fall auch als Videopodcast auf. Das heißt, auch wenn ihr jetzt die ganze Zeit nicht dabei sein könnt oder wollt, könnt ihr euch das auch im Nachgang nochmal anhören. Schön, dass du da bist. Danke. Wir reden ja heute über Umbruch, ganz viel Haltung und auch die Entwicklung vom Hip-Hop und der deutschen Rap-Szene. Deswegen direkt mal erste Frage. Wenn du so an die aktuelle Deutsch-Hip-Hop-Kultur denkst, was macht das mit dir? Welches Gefühl löst das in dir aus? Die aktuelle deutsche Hip-Hop-Kultur, ich würde sagen ambivalent, beschreibt es ganz gut. Ich empfinde eine große Ambivalenz. Der MC René hat ja just vor ein paar Tagen ein sogenanntes Essay auf Instagram veröffentlicht, wo der, jetzt mal zugespitzt gesagt, der Kerngedanke war, dass der ursprüngliche Rap-Gedanke tot sei. Gehst du da mit? Was hat das in dir ausgelöst? Weil in den Kommis ging es ja wild hin und her. Was war dein Take dazu? Also, ich glaube, ich würde sagen, ich verstehe schon an manchen Stellen, was er meint. Und gleichzeitig fand ich es aber auch sehr überspitzt und überhaupt nicht der Realität entsprechend, ehrlicherweise. Und ich habe auch da eine große Ambivalenz auf jeden Fall empfunden, weil ich schon in Teilen verstehe, die Kritik an der Kommerzialisierung, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also gerade was irgendwie auch so diese Entwicklung angeht, dass irgendwie Marken so eine große Rolle eingenommen haben und so eine große Präsenz irgendwie haben. Gleichzeitig würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass da nur talentlose Leute auf der Bühne stehen und dass da die Fans irgendwie nur auf TikTok scrollen. Und was mit Meme-Rappern gemeint ist, habe ich auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Das war irgendwie 3-mal und ich war so, was soll das denn bedeuten? Also sind das TikTok-Rapper in der Wahrnehmung oder was soll das sein? Ich habe wirklich keine Ahnung, was damit gemeint war. Ich habe mich in den Kommis bewusst zurückgehalten, sage ich ehrlich, und bin im Nachhinein glücklich darüber, dass ich das getan habe und nur privat meine Meinung kundgetan habe mit meinen Bekannten und Freundinnen, weil da ging es ja wirklich heiß her, wurde dann von anderen Medien wieder aufgegriffen und ich war so, nee, ich will da gar nicht drin sein, glaube ich. Ja. Findest du denn, es gibt noch diese eine Hip-Hop-Szene, was er ja auch kritisiert, ne? Das ist so dieses, ja, damals auf dem Splash, da kannte man sich noch, dann gehe ich jetzt lieber zur Tape-Fabrik. Finde ich, vergleicht der Äpfel mit Birnen, so, weil auf dem Splash sind halt 20.000, 30.000 Leute und auf der Tape-Fabrik, wie viele? 2.000, 3.000? Oh Gott, vielleicht sind sogar noch mehr, aber ja. Auf jeden Fall nicht so viele. Also ist es dann nicht automatisch so, dass es verwässert, umso mehr Leute es gibt? Wie du denkst, auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass es nur noch die eine Hip-Hop-Szene gibt, aber vielleicht ist das auch okay und gut so. Ja, klare Haltung. Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn man dich verfolgt, hast du auch eine sehr klare Haltung, die du auf Social Media und in deinen Songs kundtust. Für was genau, für Leute, die dich vielleicht nicht kennen, die uns jetzt hier zuhören und zusehen, für was würdest du denn sagen, stehst du? Was ist dir wichtig?
Also mir ist wichtig, authentisch zu sein in dem, was ich mache und auch ehrlicherweise mir selbst halt treu zu bleiben. Und ich glaube, ich habe halt irgendwie vor 10 Jahren angefangen, Mucke zu machen und habe mich in der Zeit auch wirklich sehr weiterentwickelt. Auch gerade in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, hat sich mein Sound auch einfach nochmal weiterentwickelt. Und mir war es einfach wichtig, immer das zu machen, was ich machen, ja, wohinter ich stehe, was ich machen will, was ich richtig finde und mich nicht von außen so vereinnahmen zu lassen oder ja immer irgendwelchen Prinzipien zu folgen, sondern auf eine Art irgendwie frei in meiner Kreativität zu bleiben. Und das beinhaltet zum Beispiel auch, dass ich keine Label-Deals eingehe, dass ich eigentlich seit Jahren versuche, alles möglichst alleine zu machen. Und ich glaube, das ist mittlerweile eben nicht mehr so selbstverständlich, weil es auch eine scheiß Arbeit ist und nervig ist und man echt auch Nachteile eben davon hat. Gleichzeitig würde ich auch immer wieder sagen, das ist schon das, was mich ausmacht, einfach immer authentisch zu sein, das zu machen, was ich halt für richtig und gut finde. Findest du diesen kategorischen Ausschluss von, du hast keine Deals und du findest auch Brand-Deals so ein bisschen shady? Das war, wo wir letztes Jahr im September auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg waren wir auf dem Backspin-Panel mit Nico Backspin, Curse, DJ Ron und wir beide. Und da ging es ja ganz viel um Cultural Marketing, Brand-Deals, wie KünstlerInnen irgendwie sich auch kommerziell dann vermarkten in Zusammenarbeit mit Brands. Und du warst so kategorisch, nein, das kann man nicht machen, dann verkauft man seinen Arsch und ist nicht mehr sich selber treu in der künstlerischen Freiheit und wir alle waren halt ein bisschen beschwichtigender und waren so, naja, aber Markengelder können ja irgendwie auch enablen und Sachen möglich machen, langfristig. Hast du aus dem Talk noch irgendwas mitgenommen oder bleibst du bei dieser klaren Nein-Haltung? Ich bleibe bei der klaren Haltung, dass ich das scheiße finde, weil es meiner Meinung nach die Kultur zerstört. So schlimm, sagst du? Ja, würde ich wirklich so weit gehen. Ich finde, das ist schon, also ich glaube, klar, du kannst davon profitieren und du profitierst mit Sicherheit davon, wenn du irgendeinen Deal eingehst. Auf der anderen Seite, ich bin halt Musikerin, ich bin Künstlerin und ich möchte nicht Werbung machen. Ich bin keine Influencerin, ich bin keine Dienstleisterin in dem Sinne. Ich will meine Musik machen und ich finde, das ist einfach wirklich auch traurige Formen mittlerweile so angenommen hat. Weil wenn ich so drüber nachdenke, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, Mucke zu machen, da war das total, wir haben alles selbst organisiert, wir hatten voll geile Jams irgendwie. Es ging irgendwie darum, dass alle Leute auf die Bühne kommen und da so alle haben sich so mit eingebracht. Und das war auch echt viel Arbeit, aber es gab irgendwie so einen Zusammenhalt und für mein Empfinden war das, ist das Kultur. Und mittlerweile finde ich einfach ganz schön krass zu sehen, gerade so nach der Corona-Pandemie, dass bei ganz vielen kulturellen Läden ja auch, die haben gar keine Kohle mehr und die müssen sich irgendwie immer darüber finanzieren, über irgendwelche Zusammenarbeiten mit, keine Ahnung, Capri-Sonne, also immer mit irgendwelchen großen Marken. Und ich finde, das darf nicht sein, dass das davon abhängig ist. Es sollte unabhängig davon existieren dürfen, gefördert werden, weil dadurch einfach auch die Vielfalt viel mehr gegeben ist. So. Und diese Unabhängigkeit finde ich einfach wichtig. Ich finde, das ist so Kapitalismus Endlevel, wenn alles nur noch irgendwie durch große Marken und durch große Firmen irgendwie gesponsert wird. So, das finde ich irgendwie schwierig, ehrlicherweise, dass das auch immer mit Werbung zusammenhängt. So, ja, das finde ich nicht geil. Ich finde deine Haltung wirklich inspirierend, weil ich in dem anderen Talk ja auch so war, ja gut, aber irgendwie musst du dein Projekt halt auch finanzieren, mit dem Hintergedanken, dass dieser Podcast hier in der Produktion ja zum Beispiel auch Geld kostet. Da spreche ich gar nicht von meiner Gage oder meinem Gehalt, sondern wenn wir das im Studio machen oder wie hier vor Ort, gibt es ja Leute, die mit mir hier hinreisen, das kostet alles Geld. Und die Frage ist, wie finanziert man das? Bei Mucke genau das Gleiche, ne? Wenn du keine Platten, also wenn du noch nicht so weit bist und du kannst Platten verkaufen, du kannst Merch vielleicht noch nicht verkaufen, kannst noch keine Touren spielen und Konzerte, Tickets verkaufen, wie finanziert man das dann im Umkehrschluss? Ne? Wenn du sagst kategorisch nein mit keiner Brand, nie, wie gehst du damit um in deinem aktuellen Projekt? Weil du hast ja auch mal irgendwo angefangen, wo du noch nicht eine 200er Plattenpressung irgendwie ausverkaufst oder 500, wie viel ihr gemacht habt. Wie war dieser Schritt von, es muss sich irgendwie trotzdem lohnen und um Sachen auch möglich zu machen in der Produktion? Ich glaube, mir ist auch wichtig dazu nochmal zu sagen, ich verurteile überhaupt nicht Leute, die das machen, weil ich
Und das ist ja das Problem. Ich kritisiere eher das, was dahinter steht. Also das System an sich, dass es überhaupt so sein muss. Das ist für mich das Problem. Für mich sind nicht die Leute das Problem, die sagen, ey, ich mache das jetzt und ich will hier meinen Hack machen. Finde ich total legitim. Und ehrlicherweise war ich auch schon am Punkt, dass ich manchmal so dachte, warum bin ich jetzt so ein Hängengebliebener? Warum muss ich da jetzt warum ist meine Haltung da jetzt irgendwie so wichtig? Vielleicht könnte ich es auch machen und dann habe ich einfach erstmal finanziell nicht diesen Druck oder so. Check ich total und nagelt mich nicht drauf fest. Ey, vielleicht kommt auch der Punkt, dass ich irgendwann sage, ey, mach ich doch. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Aber an sich finde ich es trotzdem, ich finde es halt nicht cool. Also es ist einfach traurig, dass man in diese Lage gerät, das machen zu müssen. Und bei mir war es einfach so, ehrlicherweise einfach echt viel Hustle. Ich habe mir Gelder geliehen von Leuten, die ein bisschen mehr Patte hatten, da habe ich mir einfach Geld geliehen, bis ich die Platte verkauft hatte, dann halt das Geld zurückgegeben, ja, und dann bisher halt immer so durchgehustelt. Und jetzt gerade bin ich total dankbar, habe ich eine Förderung von der Initiative Musik für das Album bekommen. Und das ist natürlich geil. Also gerade so Kulturförderung finde ich total wichtig für unabhängige Artists, dass es sowas weiterhin gibt. Und da werden halt auch Gelder gestrichen und ja, wird immer schwieriger, ne? Initiative Musik ist auch ein gutes Stichwort. Das ist eine KünstlerInnenförderung vom Bund. Das heißt, es wird mit Steuergeldern direkt von der BKM finanziert und bezuschusst. Das heißt, da werden Steuergelder direkt weitergeleitet auf eben Kulturprojekte, Festivals, Live-Kulturstätten etc. Leute, das geht auf euren Nacken, mein nächstes Album. Das habt ihr mitfinanziert alle. Gern geschehen. Sagt ihr später Danke. Da muss ich aber auch sagen, ich arbeite ja selber auch an Anträgen für KünstlerInnen und helfe denen eben an Gelder zu kommen. Und ein Kritikpunkt, der immer wieder mir auch entgegenkommt in der Zusammenarbeit und den ich selber auch ganz stark kritisiere, und die Initiative Musik war ja auch schon in meinem Podcast zu Gast, dass dieses Eigenkapital, was sie da aufrufen, also es ist keine 100% Förderung. Das heißt, du kannst nicht sagen, hallo, ich hätte gern 10.000 Euro, um mein Album zu machen, cool, weil so teuer, also das ist noch gar nichts für so ein Albumprojekt. Und du musst halt davon 6.000 Euro selber zahlen und kriegst dann halt 4.000 Euro sozusagen gefördert. Das muss man ja auch erstmal haben, weißt du? Also Förderung ist schön und gut, aber wie hast du das jetzt, also hast du jetzt 6.000 auf Kante oder leistest du dir es von jemandem? Ich brauchte 4.000 auf Kante. Und die habe ich noch vom letzten Album tatsächlich. Ich habe ja mit meinem DJ eine GbR gegründet. Darüber haben wir die Platten verkauft und auch Merch. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr einen Merch-Drop gemacht, weil ich schon wusste, ich will ein Album machen. Und das liegt da halt, ja. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, das Geld, was ich mache, davon lebe ich eigentlich gar nicht. Also wenn, dann lebe ich von den Konzerten, aber die Musik, die ich mache, davon kann ich nicht leben. Ich habe halt auch nebenbei noch einen Job, deswegen hustle ich mir auch wirklich teilweise den Arsch ab. Und das ist eben der Punkt. Also deswegen verstehe ich das, wenn man da keinen Bock drauf hat. Gleichzeitig, ja, mache ich das, was ich will. Ist irgendwie auch eine geile Freiheit. Also, ja. Wie schaffst du das, wenn du nebenbei noch einen richtigen Job hast und am Wochenende Freizeit, Mucke machen, Konzerte spielen, Social Media betreuen? Wann machst du das alles? Das frage ich mich ehrlicherweise auch. Das ist richtig, also ich muss ehrlich sagen, gerade jetzt so, das ist ein guter Tag, mich das zu fragen. Ich habe nämlich ich bin Crash-Out gegangen gestern. Es ist alles zu viel. Es ist zu viel. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder Phasen, in denen es gut geht. Jetzt gerade war viel Hustle, weil gerade die Albumproduktion stattfindet. Am 24.07. kommt das ja raus. Jetzt ist gerade Abgabe. Vinyls will ich zur Tour gerne fertig haben. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Presswerk reden und so. Ist halt alles, ja, am Ende ist jetzt gerade echt so eine High-Pressure-Phase. Aber ich glaube, in ein paar Wochen ist es dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen entspannter. Was ist gerade so der größte Hustle, wo du sagst, oh Gott, wenn ich daran denke, kriege ich immer richtig Bauchschmerzen? Aber ich glaube, das war diese Woche. Und zwar haben wir einen Track auf dem Album, der war gemastert und ich wollte den eigentlich, ich war kurz davor, den abzusegnen, aber eigentlich war der scheiße, muss man ehrlich sagen. Und das lag nicht daran, dass der Engineer verkackt hat, sondern dass unsere Aufnahme grottig war. Und ich war schon so durch und war so, nee, komm, Alter, scheiß drauf, der kommt da jetzt so rauf. Und dann hat aber die Feature-Partnerin gesagt, Digga, du würdest den eigentlich nicht absegnen, wenn du keinen Zeitdruck hättest.
Dann haben wir den nochmal aufgenommen am Mittwoch komplett, richtig bocklos aufgenommen. Nochmal versucht, das irgendwie so zu kaschieren. Aufnahme ist geil und jetzt macht das auch ein anderer Engineer, weil der andere jetzt keine Zeit mehr hat. Und jetzt ich glaube, das macht mir Bauchschmerzen, dass das bis Sonntag fertig sein muss. Er hat gestern die Spuren bekommen und bis Sonntag muss das Ding fertig sein. Und das macht mir gerade richtig, das ist Film für mich gerade. Kannst du schon sagen, wer die Feature-Partnerin ist? Ja, ist auch eine Bremer Künstlerin, die jetzt in Berlin wohnt, Sarah 4K. Hammer, mit der hast du ja schon mal einen Track gemacht. Ja, auf jeden Fall. Geil, na da freue ich mich drauf. Vor allem, ist ein Banger. Wird es dann wieder elektronischer vom Sound? Ja, wird so, ja, kann man schon auf eine Art sagen, wird so Miami Bass lastig. Ich spiele den heute auch, oder ich glaube, wir spielen den heute auch. Also ihr solltet auf jeden Fall vorbeikommen. 22:30 ja, hier im Zirkuszelt. Aber sowas von. Ist ja wirklich hier, den Podcast zu machen, ist ja ein kleiner Traum von mir. Was ihr nicht wisst, ich kann jonglieren. Ich habe es eben schon im Backstage gesagt. Ich warte drauf, dass mir jemand 3 Bälle bringt. Leute, ich bin ready. Sowas Leute, von. Wir sind hier im Bundestag. Also, wenn ihr 3 Bälle besorgen könnt, ich jongliere heute hier für euch. Nicht. Und dann kommen noch Ponys reingeritten. Zurück zum Thema Haltung. Weil da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich das Gefühl habe, gerade so auf Social Media, auch weil wir diesen MC René-Post, der so ein bisschen mit dem Augenzwinkern als Aufhänger genommen haben, sehr viele Leute wollen sich ja online auch positionieren, haben aber Angst, Scham, Unsicherheit, vielleicht auch gefährliches Halbwissen und sagen, oh, wer bin ich, dass ich da jetzt politisch vielleicht eine Meinung äußere oder auch der Kultur gegenüber eine Meinung äußere. Da du da ja sehr stark drin bist oder wirkst, hast du einen Tipp, wie man das vielleicht überkommen kann, diese Unsicherheit? Also ich glaube, wenn man unsicher ist, dann ist es vielleicht auch gut, sich zurückzuhalten. Also ich habe auch, das wirkt vielleicht so, dass ich irgendwie schnell oder da sehr selbstsicher bin. Ich habe teilweise auch zu manchen Dingen noch nichts gepostet, nichts gesagt, weil ich mir dachte, vielleicht ist gerade nicht mein Raum, dazu was zu sagen, vielleicht ist es gerade nicht meine Rolle oder vielleicht habe ich mich noch gar nicht genug damit befasst, dass ich da jetzt eine klare Haltung nach außen kommunizieren möchte, sondern will mich damit vielleicht auch selbst befassen. Grundsätzlich würde ich aber einfach sagen, ja, so, und das ist, glaube ich, genau das, was mir halt wichtig ist, ich bin halt ich, so, und wenn Leute das scheiße finden, ja, dann findet es halt scheiße, wenn ihr das kritikwürdig findet, dann, ja, dann kritisiert mich, aber ich bin halt ich, so, und ja, also ich stehe dazu, was ich denke und was ich sage, ich bin offen für Kritik, aber ich muss mir nicht alles reinziehen, so, ich muss mir nicht alles geben, irgendwie. Ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen. Bist du damit schon mal auf die Nase gefallen? Womit meinst du genau? Mit so einer Haltung äußern und eine Meinung Bestimmt. Haben? Also ich kann mir vorstellen, dass auch einige Leute mich scheiße finden oder meine Haltung kacke finden oder wie auch immer mich hängen geblieben finden oder so in mancherlei Hinsicht, aber ich persönlich bin damit nicht auf die Nase gefallen, weil es mich irgendwie nicht juckt. Also es gibt genug Leute, die es cool finden. Und ich kann in den Spiegel gucken und sagen, so, ich finde es okay. So, ich mache auch meine Fehler, klar. Aber ich würde nicht sagen, dass ich schon mal irgendwie was im Internet jetzt breitgetreten habe, was, wo Leute jetzt gesagt haben, Digga, das geht gar nicht oder so. Das hatte ich auch zum Glück noch nicht. Man hört ja auch deine Gesinnung und deine Gedanken ja ganz, ganz doll in deiner Musik. Und was ja gerade, hast du vorhin ja auch schon angesprochen, stattfindet bei dir, ist so ein Umbruch und ein Wandel. Und ich kann das richtig fühlen, auch mit dem neuen Video, auch was du gedroppt hast, so 20 Karat. Und der Sound ist anders, der Name ist anders, ist nicht mehr Pressluft Hanna, es ist jetzt offiziell PLH. Ganz offiziell. Ganz offiziell, Wahnsinn. War das überfällig? Also wieso hat es genau diesen Umbruch nach außen auch gebraucht, dass es die Leute jetzt auch wissen und checken? Ja, irgendwie war es überfällig. Für mich schon. Also ich hatte irgendwie keinen Bock mehr darauf. Pressluft Hanna war für mich so, ja, vor 10 Jahren aus einem Joke irgendwie entstanden so. Und war dann auch lustig, aber da hätte ich auch nie gedacht, dass es mal so wird oder so groß wird, wie es jetzt ist. Ich glaube, sonst hätte ich mir den Namen nie gegeben, muss ich ehrlich sagen. Also das war dann irgendwie... Wobei er hängen bleibt, ne? Ich glaube, ich bin ja auch Die-Hard-Fan der ersten Stunde, ich muss mich outen. Und ich glaube, ich bin auf dich durch Jean-Marc aufmerksam geworden, weil er dich in seiner Sendung bei YouTube gespielt hat und ich auch diesen Film Pressluft Hanna
was ist das denn für ein geiler Name? Und dann noch dieses alte Boom-Bappige, was mich halt auch ultra abholt. Und ich war so, okay, gefällt mir überall auf allen Plattformen dieser Erde. Und ne, ich glaube, so ging es nicht nur mir. Ja. Ne? Also was war jetzt so der für dich, dass du gesagt hast, ja, aber fuck it, so Wiedererkennung hin oder her, aber PLH ist jetzt der neue Name. Ja, irgendwie, ich habe so gemerkt, boah, ich fühle mich damit nicht mehr cool zu sagen, yo Leute, ich bin Pressluft-Hanna. So, ich finde, das hat halt, klar, bleibt hängen, ist lustig, aber das ist genau der Punkt, ist lustig. Ist es so ernst zu nehmen, habe ich mich gefragt. Und für mich ist mittlerweile richtig so der Punkt, nee, ich will ernst genommen werden und ich nehme mich auch selber auf eine andere Art mittlerweile ernst. Ich glaube, ich habe auch einfach ein anderes Selbstbewusstsein in den letzten 2 Jahren für mich erarbeitet und das gehörte für mich dazu. Die Mucke, der Sound wird ein bisschen anders, ich entwickle mich weiter, ich bin irgendwie ein bisschen erwachsener geworden und dann war der Name für mich irgendwie passender. Und ich finde es geil, es ist kein komplett neuer Name, es ist ja sozusagen eigentlich nur eine Abkürzung, Weiterentwicklung und genau das ist eben auch passiert, deswegen fand ich es irgendwie passend. Wie bei einem Pokémon. So nämlich. Zu so einer war ein Dead-Joke, Leute, konnte ich mir nicht verkneifen. War gut. Ich kann mir vorstellen, bei so einer Veränderung, Name neu, Sound neu, ein bisschen verändert, da hat ja jeder eine Meinung zu. Wurden schon Meinungen an dich herangetragen von wegen, warum hast du das jetzt gemacht? Falls du dich schon mal gefragt hast, wie du Hip-Hop lebt am besten unterstützen kannst, ist es ganz einfach. Ein Klick, abonnier den Kanal. Das hilft mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, klar. Also, ja. Ich glaube vor allem halt so dieses, ja, was sind das jetzt hier für Plastikbeats und so. Ich finde, das passt so richtig gut auch in diesen MC René-Post. So. Das ist halt für mich so dieses, alles, was irgendwie jetzt neu ist, was nicht mehr Boom-Bap ist, das ist dann direkt schlecht. Ich denke mir so, nee, das stimmt nicht, Alter. Und auch so dieses, nur weil ich jetzt irgendwie zum Beispiel 20 Karat, klar, da ist irgendwie ein bisschen modernerer Sound, ne? Oder auch auf dem Album, da werden auch nicht nur Boom-Bap-Banger kommen, aber halt auch. So, warum muss ich mich festlegen? Ist doch viel geiler, das zu machen, was ich halt will. Warum sollte ich aus Prinzip immer das machen, womit ich angefangen habe? Es langweilt mich zu Tode. Ich kann doch nicht 10 Jahre lang die gleiche Musik machen und das kann auch niemand von Künstler oder KünstlerInnen erwarten. Es ist völlig normal und auch gesund, meiner Meinung nach, wenn KünstlerInnen ihren Sound auch mal verändern, mal was Neues ausprobieren, aus der Komfortzone mal raus. Kannst doch nicht 10 Jahre lang die gleiche Scheiße machen. Das finde ich irgendwie hängen geblieben. Ich habe Angst davor, dass sich dieser MC René-Post durch dieses Gespräch hier ziehen wird. Aber er hat's schon gemacht. Voll. Und mir ist auch wichtig, nochmal zu sagen, MC René hat nicht nur Scheiße gelabert. So. Ich finde, das ist wirklich auch nochmal differenziert zu betrachten. Es stimmt schon, ne, dass ich auch wahrnehme in dieser ganzen, wie abhängig man ist von Algorithmen heutzutage, ne, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich, es gibt auch Leute, ich mache jetzt seit 10 Jahren Mucke, ich habe keinen Label-Deal unterschrieben, ich hassel mich da irgendwie alleine durch und reiß mir den Arsch auf. Natürlich bin ich dann auch manchmal frustriert, wenn ich sehe, geil, irgendwie hat da irgendjemand, der noch nie gerappt hat, den ersten oder zweiten Song irgendwie aus Fun bei TikTok hochgeladen und ist plötzlich übelst abgegangen. Denke ich manchmal auch so, ja, Digga, ich habe mir den Arsch aufgerissen, wofür eigentlich? Aber warum muss man das so sehen? Man muss doch nicht vergleichen. Ich kann doch gleichzeitig auch sagen, so ist es für mich und so da, wo ich jetzt bin, da bin ich voll stolz drauf. Und die Zeit hat sich verändert, Alter. Wenn ich jetzt anfangen würde und noch mal irgendwie 10 Jahre jünger wäre und jetzt bei TikTok da ein Ding hochballern würde, vielleicht wäre es genauso. Und warum kann ich nicht gönnen? Ja, ist bei den anderen halt so. Die Zeit verändert sich, Mann. Also irgendwie auch, ja, es ist halt so. Ich finde, das ist so, auch so, ich fühle mich wie so, also manchmal, wenn ich das dann so lese, ich finde, das hat auch so was, ja, wie sagt man so, als ob meine Eltern da gerade, also so auch so was Boomer-mäßiges. Ja, ist doch geil, dass das mit der Technik heute so läuft. Alter, ich habe früher Konzerte in irgendwelchen abgefuckten AZs in St. Wendel gespielt oder was weiß ich, wo irgendwie 10 Leute am Start waren. Heute, Alter, du kannst ein Video machen, ballerst das hoch, sehen irgendwie 1000, also mehr als 1000 Leute so. Und ist doch geil, kannst dich ganz anders connecten. Warum muss immer dieses Negative so hervorgehoben werden? Man kann doch eher sagen,
wir können das nutzen und gleichzeitig wäre es aber geil, wenn das andere nicht ausstirbt. Man kann das doch eigentlich voll gut auch miteinander verbinden. So, und ich finde, da sind beide Generationen aber auch gefragt. Die Alten, die nicht irgendwie die ganze Zeit sagen, ja, die jungen Leute, die haben gar keinen, die sind Kulturlose, die schätzen das alles gar nicht mehr. Die müssen mal von ihrem hohen Ross runterkommen und anerkennen, dass sich die Zeit halt auch weiterdreht. Und gleichzeitig müssen die jungen Leute aber auch sagen, die sind alle so hängen geblieben, so, das ist auch falsch. Die müssen halt auch irgendwie drauf klarkommen, ja, okay, die sind in einer anderen Zeit groß geworden. Ich trete das jetzt nicht mit Füßen. Also ich finde, und ich habe das Gefühl, ich bin so voll dazwischen, weil ich halt noch nicht, halt nicht in den 90ern da schon meine Cypher-Sessions mit den Jungs gemacht habe. So. Oh Leute, wirklich. Und das ist ja auch in jedem, ich finde, das ist so überall, auch im Graffiti oder so. Überall gibt's diese Clashes und nicht irgendwie so, ja, Anti-Style, alles, die können alle gar nichts. So, du findest das überall und ich denke mir so, Mann, Leute, es ist doch geil, Mann. Alles entwickelt sich weiter, neue Chancen, nutzt es doch eher, statt die ganze Zeit darüber zu meckern. Das hast du richtig, richtig gut zusammengefasst. Ich habe die ganze Zeit genickt, weil du mir wirklich, nee, mal für Social Media wird super ankommen. Weil du mir wirklich komplett aus der Seele sprichst. Und was ich fand auch nicht alles falsch, was da gesagt wurde. Ne? Also ich mache mich darüber auch überhaupt nicht lustig. Ich fand nur die Kommis dann irgendwie ein bisschen doll wild. Das escalated quickly unter dem Post. Für mich hat sich am meisten auch das, was du gerade gesagt hast, da will ich nur kurz Bezug nehmen, dass es immer so wirkt, als gibt es die einen und die anderen. Und als du gerade gesagt hast, du bist genau dazwischen, bin ich so, die tun ja so, Leute, die jetzt auf Splash gehen, nur weil das gerade der Tenor war, auch der Diskussion, dass wenn du auf Splash gehst, hörst du entweder einen OG Kimo oder einen Tom Hanks oder einen Kwame E und nicht Chiago. Als wären es so zwei Lager. Aber dass das die gleichen Leute sind, die vor diesen Bühnen stehen und trotzdem abgehen und feiern, zeigt doch, dass die Hip-Hop-Kultur nicht tot ist, sondern das, was vielleicht die Hängengebliebenen oder die alte Generation eher als Real Rap bezeichnet, wo du ja auch noch drunter fällst, möchte ich dir mal unterstellen, dass du aber vielleicht die gleichen Fans hast wie eine Ikimel oder so, ne? Dass das keine zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten sind, die da stehen. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es schon sich eint in so einer neueren Generation. Voll. Und ich muss auch echt sagen, ne, ich habe ja jahrelang jetzt in dieser Untergrundszene und gerade auch in dieser Boom-Bap-Szene war ich am Start. So, eigentlich ist das voll mein Herzblut und gleichzeitig war ich manchmal auch echt abgefuckt, weil das so konservativ ist. Und ich mir manchmal so denke, Mann, Leute, also einmal darauf bezogen und im Kern diese Kritik, also so dieses Kommerzialisierung und habe ich jetzt schon eben ausgeführt, Marken, alles, was da halt so hintersteht, dass alles mit Major halt nur noch gepusht wird und so, natürlich so, das ist Fakt. Und das finde ich auch teilweise wirklich zu kritisieren, weil es die Kultur wirklich auch einfach hart beeinflusst und in meiner Hinsicht teilweise auch einfach kaputt macht, so, klar. Aber es ist immer so dieses, wenn ich darüber nachdenke, ich hatte auch hauptsächlich Männer immer bei meinen Konzerten, weil auch diese Boom-Bap-Szene das überhaupt nicht geschafft hat. Wie viele Frauen machen Boom-Bap? Du? Ja. Die P hat's mal gemacht. Ja. Chanel würde ich noch sagen, fällt mir gerade ein. Lena Störfaktor. So, aber dann kommen wir auch ganz schnell schon, ja, fällt mir schon schnell niemand mehr ein, ehrlicherweise. Dabei haben Frauen noch so viele Worte. Ja. Warum machen die kein Boom-Bap mehr? Und warum? Weil die Szene komplett lost ist. Ja, safe. Also ich finde auch voll, die ist hängen geblieben. Ja. Und dass man sich nicht öffnet, das so beim Sound, ne, dass man sagt, es muss jetzt straight diese BPM-Zahl und diesen Inhalt, was da passiert, ist doch, ich finde, wie du auch gesagt hast, man verschließt sich da halt neuen Möglichkeiten und auch neuen Feature-Parts, also wie mit Sarah 4K, dass du mit der was machst, feiere ich übelst, aber ich habe halt auch in meiner Bubble gehört, oh, jetzt Pressluft Hanna, jetzt fängt die auch an hier mit Elektro, bla bla bla, und ich bin so, checkt ihr nicht, dass das eine Weiterentwicklung ist vom Sound? Ey, aber, und genau das ist halt der Punkt, und das, finde ich, ist auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt, wenn ich mir dann diese Leute angucke, die das kritisieren, sind das meistens weiße Männer, Cis-Männer, die dann irgendwie mir sagen wollen, das ist nicht real oder das ist irgendwie, ja, das wird jetzt so elektronisch, bla bla. Ich denke mir manchmal so, Digga, auch so diese Kritik,
Guck mal beim Splash, wie viele POC-Leute sind da dann am Start auf der Bühne, ne? Wie viele Flinter sind da auf der Bühne? Ja, und dann können wir noch mal reden über Diversität. Wenn ihr mit euren weißen Flexfit-Atzen die ganze Zeit hier in der Menge stehen wollt, so, und nur irgendwie weißen Rappern, die über, ja, ich chill an der MPC, bla bla, ich schlaf ein. Es juckt mich nicht mehr, ja, sorry. Dafür mal einen Applaus, ihr Lieben. So, und ne, ich will die Szene gar nicht komplett runterdissen. Das ist das, woher ich komme. Aber die Leute müssen mal checken, dass sich das trotzdem, es entwickelt sich weiter und das ist gut. Das ist verdammt nochmal gut. Das hat nicht nur negative Aspekte, es hat ganz viel Positives. Und es wäre einfach schön, wenn sich mehr Leute darauf mal einlassen würden. Und der nächste Punkt, ja, Hannah macht jetzt irgendwie was, springt da jetzt auch auf den Zug auf. Das werden mir ganz viele unterstellen, auch wenn das Album jetzt kommt. Ja, ich springe auf den Zug auf. Wisst ihr was? Und ich springe auf den Zug auf und mit Stolz und mit Würde, weil ich das richtig geil finde, weil ich nicht einschlafen will und nicht die gleiche Scheiße machen will, die ich vor 10 Jahren schon gemacht habe, weil es mich langweilt und weil es nicht das ist, was ich heute bin. Das ist das, was ich vor 10 Jahren war. Das bin ich nicht mehr. So. Amen, Schwester. Das gut gesagt. Gut gebrüllt, Löwe. Und ey, ich will dich gar nicht wieder in Rage bringen. Ich bin auch richtig im Rant-Modus heute. Aber ich hab da noch ein paar Fragen. Vor allem meinte ich vorher noch so, Leute, ich bin immer so impulsiv. Ich hoffe, ich krieg das heute in den Griff. Ja, ich hab's so hinten noch ein bisschen angestachelt und jetzt kommt's raus, weil ich will gar nicht explizit, Achtung, das Thema Frauen im Rap ansprechen. Aua. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, weil wir sind ja gerade in so einem Wandel, dass ja die Frauen und Flinterpersonen lauter werden, mehr Raum einnehmen und vor allem ihre Stimme finden. Und du bist ja nun mal ein aktiver Teil davon, deswegen kann ich es auch mal kurz ansprechen. Hast du trotzdem das Gefühl, dass ihr Frauen und Flinterpersonen mit anderen Standards gemessen werdet, immer noch in der Szene? Ja, natürlich. Wir können ja nix. Also Frauen können ja nix. Die ziehen sich einmal aus und machen dann einen TikTok, haben noch nie gerappt, schreiben ihre Texte nicht mal selbst und dann gehen die direkt Major. Dieses mit den Texte schreiben, das hält sich auch wirklich, also wirklich Digga, lange. ich kann es auch nicht mehr hören. Es kotzt mich so an. Schreibst du deine Texte selber? Nee, ich lasse mir die alle schreiben von meinem DJ eigentlich. Gian schreibt alle meine Texte. Wirklich, ich krieg da wirklich das Kotzen. Und ja, es kotzt mich auch an, dass es immer noch so ist. Aber um ehrlich zu sein, mittlerweile ist es sogar schon fast so, dass ich so resigniert. Ich denke mir manchmal aus, das wird sich nicht mehr ändern. Damit lebe ich jetzt. Und dann fickt euch einfach. Aber ich werde keine Energie mehr da jetzt rein. Also ja, denkt halt, ich schreib's nicht selbst. Fuck off, Alter. Wirklich. Und das ist auch eine positive Entwicklung. Wenn ich drüber nachdenke, vor 10 Jahren, es gab kaum Frauen, die gerappt haben. Also wirklich, als ich angefangen habe, gab es vielleicht so 2, 3 Leute, von denen ich irgendwie wusste und auch gerade so lokal, ne, wenn wir in irgendwelchen Zentren dann gezockt haben oder so, gab es kaum irgendwie Frauen, die da auch am Start waren. Oder die sich vielleicht auch nicht getraut haben. Locker gab's welche, aber die haben sich vielleicht nicht getraut, hatten nicht die Möglichkeiten. Und das ist doch voll geil, Mann. Heutzutage, wenn ich so, keine Ahnung, jetzt auch Splash mir angucke oder so, Tapefabrik ja auch, die haben ja auch im Booking jetzt nochmal richtig nachgelegt, so. Ist doch geil. Und ob ich das immer feier, völlig nebensächlich. Und das ist auch der nächste Punkt. Muss ich immer sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Auch so immer diese Bewertung. Lasst die Leute doch machen. Ich glaube, die wollen ganz oft von Frauen den Proof, dass die andere Frau cool ist oder nicht cool, aber das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Also du musst ja jetzt nicht Shirin David-Fan sein, um aber den Raum, den Shirin David hat, als Frau per se einzunehmen, ne? dass das cool ist, dass diese Entwicklung, dass das jetzt stattfinden darf, dass jetzt eine Doechii, das Splash Headline etc., letztes Jahr war es ja eine Shirin, die geheadlined hat, dass das überhaupt möglich ist mittlerweile, ne? Dass man das anerkennen kann, ohne jetzt direkt Fan zu sein. Das ist ja diese Doppelmoral, finde ich, ne? Dass man als Frau immer alles toll finden muss oder Kacke finden muss. Aber man kann es nicht einfach mal anerkennen, dass es da ist. Die fragen doch die Typen auch nicht die ganze Zeit. Nee. Komplett. Aber ich will mich nicht auch in Rage reden, Leute. Ich bleib hier ein bisschen der normale Pol. Du hast ja in deiner jungen Karriere, ich meine, du hast jetzt 2 Alben rausgebracht, jetzt kommt das 3, ja schon eine ganze Menge aufgerüttelt auch in der Untergrund-Rap-Szene und da erhebst du dich ja gerade so ein bisschen raus aus diesem alten Boom-Bap-Film, was du gerade gesagt hast.
Und heute kommen ja schon auch die Leute manchmal zu dir und du bist nicht mehr ganz in dieser Bittsteller, ich fange gerade an Position. Macht es was mit dir, dass du sagst, geil, Ordi, der Hustle der letzten 10 Jahre hat sich irgendwie doch schon ein bisschen ausgezahlt? Natürlich. Ego geil, ne? Ja, schon. Also, schon. Ja, ich bin auch wirklich stolz darauf. Also ich finde, ich habe wirklich richtig viel geschafft. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Gefühl, auch zu sagen, ich habe das alles alleine geschafft. Also klar hatte ich super geile Friends, auf die ich angewiesen war in der Zeit oder auch bin immer noch. Oder mein DJ. Einfach Leute, die so den Rücken stärken und auch Sachen übernehmen. Klar, ich bin da mega stolz drauf und ich finde es auch einfach geil, jetzt in dieser, ja, eben nicht mehr in dieser Rolle zu sein und merke aber auch, dass ich das manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ist auch was typisch weiblich Sozialisiertes, das nicht so zu checken und sich immer kleiner zu reden, als man ist. Und das eher gar nicht so, du sagst jetzt so, dass du nicht mehr in der Bittstellerrolle bist oder so. Nehme ich manchmal selber gar nicht so wahr, wird mir dann aber halt gesagt und dann denke ich so, ja stimmt, eigentlich ist es nicht mehr so, aber in mir drin fühle ich es trotzdem noch so, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch ein Weg und auch wichtig, das zu checken. Du musst kein Arschloch sein, aber du kannst schon mal sagen, das habe ich richtig gut gemacht und ich bin stolz darauf und ich muss mir nicht alles bieten lassen, so. Fühle ich. Mit dem Erfolg, den du ja jetzt auch schon vorweisen kannst, kommen ja auch Ansprüche sowohl von innen als auch von außen. Wie gehst du damit um, wenn der Druck jetzt halt wächst, im Sinne von, okay, jetzt musst du noch mehr Vinyls machen, jetzt muss die Tour größer werden, jetzt muss das Album noch größerer Erfolg werden, jetzt musst du irgendwo Headline, bla bla bla. Ist es ein Thema für dich, was dich beschäftigt, oder bist du komplett so go with the flow, ich guck mal, was kommt? Wie, bist du eher verkopft oder eher so Gefühlsmensch? Ich würde sagen, richtig guter Mix. Also ich gucke gerade meine Freundin an, weil ich echt gerade, ich meinte schon so, Digga, wenn das Album raus ist, gehe ich erstmal stationär. Also ich glaube... Können wir uns ja treffen. Ja. Können wir uns ja treffen auf der Station. Also kräftemäßig drehe ich gerade durch und bin so, es muss jetzt irgendwie alles klappen und ich muss das noch und brrr. So, das ist schon in meinem Kopf, also da bin ich sehr verkopft. Aber was so Wachstum oder so angeht, da denke ich mir wirklich, gucken, was kommt. Und ich glaube, das ist auch entspannt. Das mache ich die ganze Zeit schon so. Und damit bin ich sehr gut gefahren. Einfach gucken, was kommt. Und je weniger Erwartung man hat, desto weniger Enttäuschung ist da. Und das finde ich irgendwie geil. Hast du so eine Übervision von deiner Karriere, wenn du so, das muss passieren, dann habe ich es geschafft? Nee, ich habe schon so viel mehr geschafft, als ich mir jemals erträumt oder erwünscht hätte. Für mich ist so, wie es jetzt gerade ist, es ist enorm geil. Ich habe einfach richtig Bock, noch die Tour zu spielen. Das ist für mich richtig geil, meine erste Tour zu spielen. Ansonsten bin ich echt so, Alter, es komme, was kommen soll, einfach, ja. Das finde ich richtig inspirierend, wirklich. Wo spielt die Tour? Kannst du das schon sagen? Kannst du schon spoilern, wo wir dich sehen werden und dürfen? Ja, in 14 Städten. In 14 Städten? In 14 Städten. Das ist aber eine große erste Tour. Das wird eine stabile Tour, ja. Heißt die auch stabile Tour? Hier ist PLH Ultra Tour. Geil. Im September. Und zwar jedes Wochenende 3 Stopps, von Donnerstag bis Samstag. Und wir sind in Bremen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe. Versuchst du jetzt 14 Städte Leipzig, ja. Checkt es am besten einfach aus. Auf jeden Fall sind wir in einigen Städten am Start. Und wir sind auch in Österreich. Aber ich weiß nicht wo. Hammer. Wir kommen vorbei. Du hast ja gesagt, du hast jetzt eine Förderung der Initiative Musik und wir müssen leider auch schon langsam, aber sicher zum Schluss kommen. Mhm. Und du arbeitest ja quasi 9 to 5. Ist für dich mit so einem nahen Blick in die Zukunft ein Leben nur von Musik in greifbarer Nähe? Weiß ich auch nicht, ey. Vielleicht schon, ja. Ich glaube, ja, wenn ich mehr live spiele und mich das trauen werde. Ich würde, glaube ich, erstmal Stunden reduzieren, weil ich es auch gesund finde, mal was anderes zu haben und nicht nur davon abhängig zu sein. Aber ja, ich hoffe, das ist vielleicht auch was. Guck mal, du hast mich ja gerade gefragt, was so ein Wunsch wäre. Ich glaube, das wäre mein Wunsch. Dass das ein bisschen mehr abwirft, dass sich das mehr lohnt, ohne irgendwelche shady Markendeals oder shady Label-Deals, dass ich da trotzdem ein bisschen Patte mitmachen kann und dann halt mehr Zeit auch für Kreativität habe. Das wär ein Wunsch, ja.
So ein Gespräch, was wir hier machen, ist ja auch immer so ein bisschen eine Momentaufnahme. Ne? Wo trifft man sich gerade? Hätten wir uns in einem halben Jahr oder morgen getroffen, wäre der Talk vielleicht ganz anders gewesen. Hätten wir es im Studio gemacht, wäre vielleicht auch eine andere Dynamik gewesen als hier vor Publikum. Das macht ja auch immer was mit so einem Gesprächsverlauf. Ja. Wenn du jetzt so ein Wort hättest, so für die aktuelle Stimmung, in der du dich befindest, was wäre das? Oder ein Thema, wo du sagst, das ist so omnipräsent gerade in deinem Leben? Ich bin einfach unnormal gestresst. Ich bin komplett durch, Leute. Aber ich glaube, deswegen bin ich auch so... Ich weiß trotzdem noch, wofür ich das mache. Und dafür, am Ende lohnt es sich. Aber gerade heute bin ich echt komplett gebumst von allem. Und wofür machst du es? Wofür steht eine Pressluft-Hanna, eine PLH morgens auf? Ich mache das, damit wir hier um 22.30 Uhr komplett den Laden abreißen und alle so richtig geil feiern. Darauf habe ich so Bock später. Vor allem auch in Bremen. Ich habe einfach richtig Bock. Ich freue mich schon auf später. Ey, das ist auch eine Frage. Ist es für dich anders, in Bremen zu Hause zu spielen, als irgendwo anders? Komplett. Ich lieb's in Bremen. Weil man Leute kennt? Ja. Oder weil der Heimweg so kurz ist? Beides. Heute auch echt beides. Ich war schon so, zum Glück, ich kann danach wieder nach Hause und so. Aber ich finde Bremen auch, also Bremen grundsätzlich so eine geile Stadt. Ich finde es wunderschön hier. Und ich weiß einfach, nachher sind auch ganz viele Leute. Ich bin ja auch hier heute so ein bisschen gebeutelt und so mit meinem Arm und so. Und ich war schon so, jetzt in einer anderen Stadt, wenn man dann so mit dem anderen Arm keine Stimmung machen kann und dann schon so eingeschränkt rumhampelt. Aber heute weiß ich, hier sind ganz viele Leute, die mich kennen, also auch so Friends und so. Ich glaube, es wird einfach nur geil. Richtig Bock drauf. Wir freuen uns alle auf 22.30 Uhr hier an Ort und Stelle. Ich habe mich tierisch gefreut, dass wir heute hier diese wunderschöne Bühne eröffnen durften mit unserem Gespräch. Also vielen Dank, dass du dir so früh vor deinem Auftritt die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke an euch, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß auf der Breminale und das ganze Wochenende. Macht's gut, passt auf euch auf. Hip-Hop lebt. Danke, Julia. Danke. Haha.